Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Balduin von Balduins Maltischgebabbel hat mich gefragt, ob ich für ihn einen Roland bauen könnte. Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was das ist, dabei handelt es sich um eine Stechpuppe. Unter dem Namen kenne ich die Dinger jedenfalls. Das hat jetzt nichts mit Nähen oder Voodoo zu tun. Das ist eine auf einer Drehscheibe gelagerte Figur. In der einen Hand ein Schild, in der anderen ein Seil, an dem ein Sandsack befestigt ist. Die dient zur Übung des Lanzenreitens. Wenn der Schild getroffen wird, beginnt sich die Figur zu drehen. Und wer nicht schnell genug weiterreitet, bekommt den Sack mit voller Wucht an den Hinterkopf. Wenn das Video hier rauskommt, könnte es sein, dass der eine oder andere von euch ihn bereits gesehen hat, und zwar in Balduins Video zum Turnier von Lyonesse. Als Figur des Rolands hatte er sich einen Ork oder Tiermenschen gewünscht und wie ihr seht, komme ich dem natürlich sehr gerne nach. Den Anfang macht bei diesem Modell natürlich wie immer die Säge. Der Tiermensch wird etwas unterhalb der Hüfte zersägt. Und da es sich um einen Tiermensch handelt, dürfte er auch raue Behandlung gewohnt sein und sich deswegen nicht so viel beschweren. In diesem Fall ist es wichtig, nicht genau an der Hüfte zu trennen, sondern etwas unterhalb, weil man sonst am Ende nur mit dem Oberkörper dasteht und dann sieht die ganze Figur sehr gestaucht aus. Anschließend wird die Stelle ganz normal geglättet. Natürlich brauchen wir jetzt auch eine Drehscheibe. Dafür nehme ich einen gedruckten Schild. Vor ein paar Monaten ist da eine ganze Ladung Schilde nichts geworden, aber ich habe sie aufgehoben, einfach aufgrund der Tatsache, besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Der Schildbuckel wird abgesägt und auch die Hand, die am Schild befestigt ist, wird abgetrennt, denn die werden beide definitiv nicht mehr gebraucht. Danach wird ein Loch in die Mitte gebohrt. Diesmal benutze ich keinen Stab aus Messing als Stift, sondern einen Kunststoff-Lanzenschaft von Fireforge. Der Bohrer, für den ich mich zuerst entschieden hatte, war zu klein, deswegen musste ich zweimal bohren mit größeren Bohrern. Da hat das Ganze etwas länger gedauert. Wenn dann aber alles passt, werden die Teile zusammengeklebt. Erst wird der Schaft in das Modell geklebt und dann beides zusammen auf den Schild. Die verbliebenen Ritzen schließe ich mit Leim und dann muss erstmal alles trocknen. Im nächsten Schritt baue ich einen Pfosten, denn immerhin dreht sich die Bestie ja nicht auf dem Boden. Bei dem hier handelt es sich um ein Vierkantholz, das man im Bastelladen oder im Baumarkt bekommen kann. Es gibt aber auch einen günstigeren Weg, an diese Stäbe zu kommen, nämlich die Stäbe von Silvesterraketen einfach am 1. Januar aufsammeln. Ich bohre einfach oben und unten ein Loch in den Stab. Anschließend kommt in das untere Loch ein Zahnstocher, der dann mit Leim festgeklebt wird. Anschließend klebe ich den Pfosten auf ein Base aus Schrankrückwand. Das hier hat 30 x 30 mm Kantenlänge. Nur für den es interessiert. Damit die Bestie jetzt nicht umfällt, braucht der Pfosten natürlich auch noch ein paar Stützen, denn dauerhaft eingegraben ist der ja auch nicht mitten auf dem Turnierplatz. Vor längerer Zeit habe ich bereits Kaffeerührstäbchen zusammengeklebt, weil ich Palisaden bauen wollte. Gemacht habe ich das dann nicht, aber ich habe sie immer noch. Also schneide ich hier einfach die Stützen raus und klebe sie dann auf das Base. Wenn das gemacht ist, sieht schon der Pfosten und alles andere fast so aus, wie es geplant ist. Jetzt ist die Bestie selber dran. Die braucht noch einen Schild und natürlich ein Seil mit einem Sack. Das Seil und der Sack werden allerdings durch Kugel und Kette eines Morgensterns ersetzt. Am Ende wird die Kugel braun angemalt, damit sie wie ein Lederball mit Stacheln wirkt. Vorher muss allerdings der Oberkörper verändert werden. Die Bestie streckt beide Arme aus. Deswegen feile ich die Schulterblätter etwas zurück, dann halte ich den Arm an, um zu sehen, ob alles passt. Anschließend bohre ich ein kleines Loch in den Körper für einen Messingstift, denn die Klebefläche Arm-Körper ist hier nicht besonders groß und würde nicht unbedingt gut halten. Der Arm bekommt natürlich auch ein Loch und die Axt wird abgetrennt, danach wird alles zusammengeklebt. Mit dem linken Arm verfahre ich genauso und wenn er dann angeklebt ist, sieht unsere Bestie immer mehr wie ein richtiger Roland aus. Im letzten Schritt werden dann einfach noch die Messingstifte mit Green Stuff verdeckt und der Morgenstern angebracht. Das ist jetzt also der Weg, wie die schwingende Bestie entstanden ist. Der Schild ist in der rechten, weil sonst die Ritter nicht dagegen anreiten könnten. In einem realen Turnier würden beide Ritter mit dem Schild zur Seite der Schranke reiten, das ist die Trennung zwischen den beiden, und die Lanze würde quer über ihrem Pferd ausgerichtet sein. Leider können das die Modelle nicht machen und deswegen ist die Bestie eben ein Linkshänder. Das Video war jetzt relativ kurz, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder, wenn ihr es noch nicht getan habt, läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.